Der Clever 600, eine Marke, die du in Deutschland als Kastenwagen, Wohnmobil die ganze Zeit siehst. Die ist stark verkauft, hat eigentlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und das ist der Hauptgrund, warum du wirklich viele verkaufst. Ja, ich grüße dich, Herbert. Ja, grüß dich, Sven. Ja, ich habe letztes Mal Kastenwagen gefilmt, gestern hier in Essen auf der Messe. 100.000 €, die muss man bei Clever nicht anlegen. Nee, also ich sage immer, Menschenskinder, unser Land soll schöner werden und das können wir mit unseren Clever Kastenwagen machen zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Darf ich den Zuschauern mal ein kleines Geheimnis verraten? Wenn du Fahrzeugaufbauhersteller bist, dann kriegst du diese Kastenwagen im Rohformat viel günstiger, als wenn der Kunde die normal im Autohaus kaufen würde. Das heißt, wenn du jetzt hingehen würdest, würdest du als Händler so einen leeren Ducato kaufen, da wird der bestimmt 35.000, 40.000 € in der Ausstattung kosten, oder? Also ich glaube nicht, dass du damit hinkommst, weil das Fahrzeug ist ja schon vom Basisfahrzeug her total gut ausgestattet. Wir haben eine Klimaanlage mit an Bord, wir haben ein Tempomat mit an Bord, Fensterheber, Zentralverriegelung, elektrische Außenspiegel, die auch beheizt sind, Radiobedienung vom Lenkrad. Also die Ausstattung vom Basisfahrzeug ist schon super und ich denke 40, 45, das ist also schon mindestens das, was man ausgeben muss. Sollen wir mal aufs Preisschild gucken, was der hier im Grundpreis kostet mit dem Ausbau? Ja, können wir gerne liegt er bei mal 56. Wo ist denn da noch Geld verdient, Herbert? Also es geht tatsächlich deutlich unter 60.000 € los. Und unsere Clever-Fahrzeuge in der Select-Line, die wir hier haben, das ist also die Premium-Linie von Clever, sind wir schon mit dem Rundum-Glücklich-Paket ausgestattet. Also was auch die Ausbaukomponenten von Clever angeht. Ja, wir schauen gleich mal rein. Ihr habt ein neues Design, so eine Art Nautik-Design hast du es genannt, Schiffsoptik. Und wenn du mal kurz mit mir mitkommst, komm mal hier nach links bitte, dass wir das mal sehen. Ich in Bild laufe, weil der Sven hat gesagt, lauf mir nicht immer ein Bild. Nee, die Argumentation war ja, du machst ja selber Videos, hast einen eigenen Kanal, sehr erfolgreich. Name? Ja, Clever TV. Clever TV, so. Und ich habe dich heute ausgeliehen und habe dich gefragt, hast du die Möglichkeit, ein paar Stunden mit mir zu drehen? Ja. Da hast du dir überlegt, wie viele Autos du denn weniger... Ja, Sven, also ich mache das ja, weil wir uns kennen und weil ich dich ja auch sehr gerne habe. Nee, aber heute ist Messe und gut, heute ist Freitag, einer der stärksten Tage. Das geht gleich los. Ja, das geht gleich los, aber wir nehmen uns die Zeit und wir drehen die gerne ab, die Bilder. Ja, hier sieht man, also dieses Stromkabel ist für den Messebetrieb, muss man sagen. Ja. Das Auto hat eine wunderschöne Farbe. Hast du Einfluss auf die Farbe eigentlich im Moment? Ja, Einfluss insofern, dass wir also den Kundenwunsch dann als erstes sehen. Dann gucken wir, was ist möglich. Es gibt so 5, 6 Farben, die lieferbar sind. Und das jetzt hier dieses Lanzarote Grau, also bekannt auch von den Emerson-Lieferwagen. Und das ist genau der gleiche Farbton. Das Auto selber ist extrem verkehrssicher im Vergleich zum teilintegrierten oder vollintegrierten. Man muss sagen, das ist ja eine Blechkarosse drumherum, crash getestet mit allem drum und dran. Das ist der Grund, warum viele Leute sich einen Kastenwagen kaufen, weil einfach, wenn du mal von hinten mal einen Auffahrunfall gesehen hast, irgendwie auf YouTube, wo wirklich mal ein LKW... Ja, da hat man manchmal das Gefühl, dass der Aufbau das Auto überholt während des Unfalls. Der zerlegt sich komplett. Ja, der zerlegt sich komplett. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir bei den Fahrzeugen hier du hast es eben schon angesprochen, NCAP-Crashtest haben und super stabil. Also bedeutet, das ganze Fahrzeug hat eine ganz große Metallkarosse. Das ist richtig Stahl, der dahinter ist. Ja, verzinkt, ne? Der ist verzinkt. Verzinktes Stahlblech, ganz genau. Das ist auch ganz wichtig, weil das spricht ja auch für die Langlebigkeit, dass man also nicht nur 15 oder 20 Jahre Spaß an dem Auto hat, sondern wenn man alles gut pflegt, ist das was für die Ewigkeit. Das bedeutet, du kennst ja diese Knusperecken, die es früher mal gab beim Sprinter, ja, wenn du hier an den Türen... Man glaube ich immer noch. Gibt es immer noch? Weiß ich nicht. Aber ich lasse das mal offen. Nein, nicht bei unserer Stellantis-Karosserie. Also Sven, ich weiß nicht, ob du es weißt. Wir haben ja hier die Stellantis-Karosserie und die ist ja von der Karosserie baugleich mit Citroën, mit Opel, mit Peugeot und Fiat. Die werden alle im Fiat-Werk in Italien gebaut. Und es gibt leichte Unterschiede, was die Ausstattung angeht, aber die Karosserie ist immer die gleiche. Das heißt, egal welches Markenemblem vorne drauf ist, die Urlaubsqualität, der Aufbau innen drin ist immer top, weil die Stellantis-Karosserie den Vorteil hat, sie ist etwas breiter als die meisten Mitbewerberfahrzeuge und dadurch eben besonders gutes Raumgefühl.
Das werden wir gleich sehen, der Querschläfer geht hier ohne Ausbuchtung, wo du hier bei Mercedes-Benz eine Ausbuchtung brauchst. Genau. Dann hast du den riesen Vorteil natürlich, dass diese Fahrzeuge in extrem großer Stückzahl vollautomatisiert gebaut werden. Und dadurch hast du natürlich eine Produktqualität. Ich muss fairerweise sagen, ich habe noch nie erlebt, weißt du, Fiat im Pkw-Bereich, da sagen ja viele, ja vielen Dank, vielleicht, ich lasse es mal offen. Also, ich meine, wir sind ja vom Alter nicht ganz so weit auseinander und wir haben das ja so ein bisschen von unseren Eltern so mit auf den Weg bekommen, das, was du jetzt gerade eben angesprochen hast, zu Fiat, aber das ist lange vorbei. Also die wenigsten wissen, dass Fiat der zweite Hersteller in der Welt war nach Audi, der seit 1987 alle Fahrzeuge voll verzinkt. So, dann kommen wir kurz nach links, denn ich hatte sowohl einen Fiat Uno, der hat noch gerostet, aber der Nachfolger, der Punto, nicht der Punto, dieses High-End-Teil hatte ich, der Ritmo war schon verzinkt. Nee, der Ritmo, noch nicht. Nee, der war nicht der Nachfolger. Der Tipo war es. Genau, der erste verzinkte seiner Klasse weltweit. Der Typo. Und ich hatte einen Typo, der war auch damals so extrem vom Design her, dass die Leute sich erstmal dran gewöhnen mussten am Typo. Weißt du noch? Ja, ich kenne das Auto. Also wir sind ja auch seit 1987 tatsächlich in Schwelm Fiat-Händler. Wir sind ja also spezialisiert auf die Fahrzeuge aus Italien seit über 35 Jahren. Oh, scheiße. Da hast du jetzt ja, frag mal, komm. Ich hatte damals einen Ritmo und Diesel, deswegen kann ich ja sagen. Und ich hatte auch zwei Uno-Diesel. Ich hatte einen Uno 55 Diesel, der ging wie Hölle. Und dann, der hatte Drehmoment und dann kam der Nachfolger, der hatte schon irgendwas geändert, abgasrückführungsmäßig. War ein bisschen zugeschnürter, ne? Aber da war ja natürlich die Autos, die haben 750 Kilo auf die Waage gebracht. Der ging ohne Ende. Ja, genau. Das war so. Ja, aber komm, jetzt guck mal. Du bist aber zufrieden. Also fangen wir mal an, das Thema Dämmung. Ja, das ist Dämmung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Also jetzt muss ich auch tatsächlich mal einmal in die Kamera gucken, weil das ist so wichtig. Also, das ist ja das, was Sie nicht sehen. Und bei der Dämmung ist es so, da unterscheidet man zwischen offenporiger Dämmung und geschlossenporiger Dämmung. Und wir haben bei Clever eine geschlossenporige Dämmung von 20 mm an den Seitenwänden und auch am Dach. Und diese 20 mm sind vergleichbar mit einer 40 mm offenporigen Dämmung. Offenporige Dämmung ist wie ein Schwamm, die nimmt Feuchtigkeit auf. Die meisten Hersteller verwenden offenporige Dämmung, nicht 40 mm, sondern wesentlich dünner, damit eben die Innenbreite nicht weniger wird. Und damit da keine Feuchtigkeit einzieht, ist es so, da wird eine sogenannte Dampfsperre montiert über diesem Vlies. Ist wie so ein, ja, vom Dachboden so ein Vlies, kann man dazu ähnlich bezeichnen. So, und dann passiert Folgendes. Dann ist, solange diese Dampfsperre ja nicht beschädigt wird, ist das ja auch ein gutes Konzept. Nur dann kommt das Problem, dass ja irgendwie die Schränke an die Wand müssen. Und dann werden die Schränke durch diese Dampfsperre mit der Außenwand oder mit der Karosserie verschraubt. Und in dem Moment ist die Dampfsperre beschädigt. Und damit es dann nicht anfängt zu schimmeln, werden dann in dem Moment noch die Schränke so einen halben Zentimeter vorgehängt. Und das nennt sich dann hinterlüftete Schränke mit Dampfsperre. Und wenn man das sich irgendwo anschaut oder liest, dann weiß man, das ist die Einstiegsqualität. Die Top-Qualität, die haben wir jetzt tatsächlich hier bei Clever geschlossenporig. Da kann gar nichts passieren. Die Holme sind nochmal ummantelt mit 3 mm. Wir haben also keine Kältebrücken beim Fahrzeug. Das ist ein absolutes Highlight und das spricht wirklich für die Ausbauqualität des Fahrzeugs. Also nochmal, es gibt einmal diese Schwammtechnik, zum Beispiel Armaflex ist ja auch geschlossen, glaube ich, ist komplett geschlossen. Ist komplett geschlossen, genau. So, genau. Das bedeutet, es kann von außen... Diese Schwammtechnik. Ist nicht die Schwammtechnik. Und hier ist das auch komplett geschlossen, ja, korrekt? Das ist vergleichbar mit einer Isomatte hier, also unter einer Schwimmnudel. Wenn man die unter Wasser drückt, dann zieht die ja auch keine Feuchtigkeit. Also dieses Material, das ist etwas leichter wie Armaflex. Okay, verstehe. Aber vom Isolierwert top. Wenn mal irgendwas passieren könnte, Undichtigkeiten, meistens kommen sie ja von Fenstern und Öffnungen. Das Blech selber, das wird ja wohl kaum undicht werden, so schnell. Ja, also, aber wir haben jetzt hier Clever, also wir sind ja auch mit Clever Händler der ersten Stunde und ich würde jetzt mal sagen, die Undichtigkeiten durch Dachfenster oder so, also wir haben ja jetzt, ich sag mal immer so zwischen 15 und 20 Mitarbeitern. Also ich glaube, wenn ich das mal auf die Mitarbeiter hochrechne, so viele Undichtigkeiten wie Mitarbeiter haben wir noch nie gehabt.
So, und das hat was damit zu tun, dass man auch genug Dichtmaterial verwendet. Also genau, lieber zu viel als zu wenig. Dann auch ganz wichtig ist die Qualität der Fenster, was verbaut wird. Das sieht aus wie Seitsfenster. Ordentlich. Also das ist auch eine Sache, auch ein Qualitätsmerkmal und das ist vielleicht auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig. Die Seitsrahmenfenster ist das Top-Produkt und zwar ist es so, dass die ja bündig mit der Karosserie gearbeitet sind. Ich muss jetzt mal so ein bisschen rübergehen oder genau, du machst das mal so. Also, ist es so, diese Fenster haben einen Rahmen, genauso wie ihr Wohnzimmerfenster auch einen Rahmen hat. Und dadurch wird die Karosserie stabilisiert. Es ist eine wesentlich höhere Einbruchssicherheit da und es sind bedeutend weniger Windgeräusche. Ja? Alle Fenster, die bei Clever verbaut werden, haben natürlich auch einen Fliegenschutz und eine Verdunklung. So, und jetzt, da müssen wir noch mal die Türe zumachen. Und jetzt zeige ich noch mal was, das ist noch mal auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessant, weil es gibt ja diese vorgehängten Fenster, die diesen Bereich hier der Heckflügeltüre komplett in Anspruch nehmen. Das haben die meisten Mitbewerber. Und der Nachteil ist, dass die Türen aus diesem Grund nur so weit geöffnet werden können. Jetzt komm mal rum, damit die Leute das sehen. Ach, die Türen, die Türen sind gesperrt dann meistens. Ja, pass auf, die sind dann hier gesperrt, weil wenn das Fenster die volle Breite hat und so hochgeklappt wird, dann würde dann, bleib mal da stehen, damit die Leute das sehen. So, dann würde dann Folgendes passieren, wenn das Fenster aufgemacht wird und die volle Breite hat und die Türe umgelegt wird, dann würde das exakt nur einmal gehen. Ach so, es bricht ab? Es bricht ab. Und durch unser Seitsrahmenfenster ist das nicht der Fall. Jetzt fragst du mich. Ich frag dich. Wofür? Wofür? Ist das denn gut? Ist das denn gut? Das sage ich dir jetzt. Und zwar folgendermaßen. Wenn wir jetzt auf einem Campingplatz stehen, dann ist es ja so, dass wir nicht immer eine entsprechende Platztiefe haben. Und wenn wir an unseren Laderaum ran möchten, dann ist es natürlich viel bequemer, wenn nur so viel Platz ist, wenn die Türe komplett rumgeschwenkt ist, wie wenn sie nur so ein Stück auf ist. Achso, da komme ich an der Hecke nicht mehr vorbei. Genau. Oder kommst du vorbei, aber so kommst du natürlich noch besser vorbei. Also nochmal, hier kann ich einfach durchlaufen. Genau. Dann ist jetzt stell dir mal vor, hier ist die Wand, ne? Und die Tür wird nur so weit aufgehen. Ah, verstehe. Das heißt, du kannst den Heckbereich noch komplett nutzen. Du kannst den Heckbereich ganz anders nutzen und dann eröffnen sich die unendlichen Weiten unseres Laderaums. Und ich habe jetzt mal eins gemacht, weil ich habe ja gedacht, du fragst mich ja bestimmt, wie breit ist denn der Laderaum? Ja, genau. Wie breit ist er denn? Ich habe mal ein Maßband dabei und wir sind also jetzt hier bei exakt 98 Zentimetern. Das ist also schon besonders viel. Bei einer Tiefe von bis hierhin 1,32 Meter. Ich will es mal filmen hier auf dem Maßband, dass die Leute das genau sehen. 1,32 Meter. Und die Höhe des Laderaums ist, wir gehen unter das Lattenrost. Ja. So, die Höhe des Laderaums, gucken wir, ob du das auch drauf kriegst. 77, ja okay, wir untertreiben, 76 echte. Und wenn wir hier unter diese Verstrebung gehen, sind wir bei 70 Zentimeter. 70 Zentimeter. So, und jetzt ist Folgendes, das ist nämlich besonders interessant, weil es gibt nämlich speziell für unsere Clever-Fahrzeuge Tisch- und Stuhlsets, die darauf angepasst sind, die man dann senkrecht hier reinstellen kann in einer schönen Transporttasche. Und dadurch ist dann der Laderaum in Gänze viel besser zugänglich. Das ist doch cool, oder? Ja klar, wenn die jetzt nur unten reinlegst, ja, dann ist der ganze Raum weg. Genau. Und so hast du ein Raumsystem. Besser, ne? Aber ich zeige dir noch mal was. Hier haben wir erstmal den Gaskasten. Der Gaskasten, der hat also Stauvolumen für 2x11 Kilo. Das ist ja so der Klassiker. Es besteht aber auch die Möglichkeit, bei dem Fahrzeug eine Dieselheizung oder eine Dieselstromheizung oder auch eine Gasstromheizung mit zu bestellen. Das ist noch eine Option, muss man ein paar Mark ausgeben. Ja, aber wenn man jetzt die Funktion Strom noch dazu hat, ist super, weil dann hat man Plan B mit an Bord. Egal was passiert, ist auch immer möglich mit Strom zu heizen. Gerade wenn man jetzt in die nordischen Länder fährt, da ist da manchmal schon mal so ein bisschen problematisch mit der Gasbesorgung, weil da ist ein anderes Pfandsystem wie in Deutschland. Ja, ich habe ja gerade einen Mietwagen von Hyma, da ist auch eine Truma drin. Ja. Und die Truma-Heizung ist eine Luftheizung.
Das Interessante ist, du hörst die nur, wenn die praktisch erstmalig aufheizt. Das ist ganz interessant. Habe ich gar nicht gewusst, weil ich habe immer eine alte gehabt, ja. Und ich wusste, gut, die Truma ist ja auch nicht schlecht. auch nicht schlecht. Aber die Truma, die heizt, wenn Auto ist 15 Grad und dann machst du die auf 22 Grad, dann dauert das ein bisschen, dann wird die lauter, so wie jetzt hier. Ja, das ist ja jetzt nicht die Heizung aus dem Auto. Das also ist die Heizung hier aus der Lüftung. Ne? Genau. Es ist ja aus dem Raum. Ja, so, aber da fängt der Lüfter an, dauert circa 10, 15 Minuten und wenn der auf Temperatur gekommen ist, schaltet der ab. ja, pass auf, du hörst die Heizung gar nicht mehr. Nee, also das ist so eine Flüsterventilation. Ne? Das ist also wirklich optimal gemacht, weil der Ventilator ist ja in der Kombiheizung integriert und dann ist ja durchs Ganze, wir gucken uns mal. Das war krass, die Heizung ist nicht zu hören. Du hörst die gar nicht, du kannst machen, was du willst. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist der Hammer, die Heizung kann man nicht hören. Ja, ich wollte es ja nur mal sagen. Ja. So. Also pass auf, wir machen mal eins, ich zeig dir mal die Heizung hier bei unserem Fahrzeug. Hier ist so eine coole Schnalle, hast du die mal auf dem Bild? Ja. Ja, jetzt können wir hier das Lattenrost mit einem Handgriff hochklappen. Also guck mal hier, ich weiß nicht, hast du das gefilmt, was ich jetzt gerade gemacht habe? Ich liebe dich so sehr. Endlich mal Anweisungen. Ja, also guck mal hier, ein Handgriff, Matratze hoch, Lattenrost hoch und dann hier in die Schnalle einfach einklipsen. So, und jetzt haben wir hier den Laderaum, der optimal zur Verfügung steht, um alle möglichen Dinge hier zu machen. Unter anderem auch hier einfach mal in den Bereich reinzuschauen. Und hier sind wir nämlich bei unserer Kombiheizung. Und hier sind wir auch bei deiner Flüsterlüftung, die wollte ich dir mal zeigen. Da vorne ist der Ventilator. Die ist nämlich da. Und hier ist auch die Hauptverteilung. Hier sehen wir dann die Schläuche, die dann durchs gesamte Fahrzeug gehen. Ne? Das heißt auch hier zum Servitieren, du kannst die stehen servitieren, du kommst sogar an die Gashähne stehen dran. Ja, genau. Also das ist, bei Clever gibt es ja so, das werde ich wahrscheinlich noch mal öfter sagen, clever gedacht und clever gemacht. Also alles ist top zugänglich. Und wir haben unter der Heizung sogar noch einen kleinen Stauraum hier, wo man jetzt zum Beispiel Utensilien unterbringen könnte, vielleicht Werkzeug oder so. Oder irgendwelche Wanderschuhe, die man nicht so häufig braucht. Übrigens, Sven, noch mal einmal bitte hier unten rein. Ja, mache ich. Wir haben hier unten den Frostwächter. Das ist hier unten mit einem Knopf. Und jetzt kannst du mal eins machen. Ja. Jetzt kannst du noch mal die Kamera hochnehmen. Ja. Und jetzt gebe ich noch mal allen, die jetzt neu sind beim Camping, einen Tipp. Und zwar folgendes. Es ist so, dieser Knopf hier, wenn der hier drin ist, Ja. also wir müssen den Frostwächter aktivieren, indem wir den blauen Hebel in Fahrtrichtung drehen. Und diesen Knopf, hast du ihn im Bild? Hier Warte, unten? ja, ist ein bisschen dunkel, warte mal. Soll ich mal mein Handy anmachen? Nee, es geht. Ich habe ihn jetzt. Den Knopf da. Ne? Ja. Der muss bündig sein mit dem Gehäuse. Jetzt ist das aktiviert. Wenn jetzt Folgendes passiert, wenn jetzt die Temperatur an diesem Frostwächter unter 3 Grad fällt, dann springt dieser kleine runde Knopf, wo ich gesagt habe, film den, der ist wichtig. Dann springt der raus. Das ist wirklich so. Und dann läuft der Boiler leer, damit der Boiler nicht platzt, wenn es friert. So, und jetzt passiert Folgendes. Und das ist das, was die meisten vergessen. Die vergessen dann den Knopf wieder reinzudrücken. Ja, Okay, den das muss heißt- man dann, wenn es jetzt anfängt zu frieren, dann springt er so raus, der Knopf. Ja. Und dann, wenn man jetzt Wasser einfüllt in das System, läuft das im Prinzip, behält sich das Wasser nicht im Boiler und läuft direkt wieder raus. Deswegen, das ist ein super wichtiger Knopf. Und jetzt muss ich noch mal in die Kamera gucken. Ja, weil, guck. ja, es ist also vielleicht so nicht so nah. Ja, aber weiß ich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist also so, auch wenn Sie ein Wohnmobil haben, wir haben dann immer Anrufe, haben die Kunden ihr neues Wohnmobil bekommen und wir haben natürlich uns viel Zeit bei der Einweisung genommen. Wir machen da 2 Stunden bei uns in der Firma. Also wenn Sie so ein Auto kaufen, der Herr Brandt, der macht 2 Stunden Übergabe mit Ihnen und dann werden Sie mit einer Flut von Informationen dann konfrontiert und oftmals ist es so, dass das dann untergeht, obwohl ich ganz sicher bin, dass der Herr Brandt das Also erwähnt. drücken Sie diesen blauen Knopf und Ja, so. also ich wollte so, nur das noch zu ja. Ende erzählen, die Geschichte. Ja, Pass erzähl. auf, weil das ist ja jetzt lustig. Ja. So, und dann rufen die Leute an und sagen, bei mir läuft Wasser aus dem Auto unten raus. Und dann frage ich dann, haben Sie denn den blauen Knopf gedrückt? Und dann ist erstmal Pause und dann sagen die, wir melden uns nochmal, wenn es nicht klappt. Und ein Rückruf kommt zweitens. Das machst du aber nur einmal, oder? Was meinst du? Den Leuten sagen? Nein, den blauen Knopf vergessen. Also wenn. Also, das machst du nur einmal, ja, genau. So, also was haben wir noch? Hier ist ein Lüftungsaustritt hier für den unteren Bereich. Ist nämlich dafür gedacht, es gibt auch viele Leute, die möglicherweise mal sagen, Mensch, wo kommt denn der Hund hin? Und dann kann man hier die Schottwand rausnehmen und dann hat der Hund es auch schön warm.
Da ist nämlich die Schrottwand, eine Transportsicherung. Genau. Guck mal hier oben, das wollte ich noch zeigen. Ich mache mal so einen Schrank auf. Wir haben also hier rechts und links die Oberschränke. Und bei den Oberschränken ist es also so, wir haben, das war eine Sache, die auf der Messe Düsseldorf so ein bisschen mit entstanden ist, weil gut, die Konstrukteure kommen dann und sagen, was können wir verbessern. Und da haben wir dann hier dieses Einlagebrett auf der rechten und der linken Seite reingemacht. Aber jetzt, Sven, noch mal für dich, du bist der Experte. Naja, jetzt wo ich dir zuhöre, bin ich nicht mehr so ganz sicher. Ja doch, aber du kennst dich ja gut aus. Ne? Jetzt würde ich mal das Mikro halten. Ja, warte mal. So, und du brauchst nur mal hier mit deiner Hand mal ein bisschen feste dran. Das ganze Auto wackelt und sonst nichts. Ja, ist der Hammer, oder? Ist das nicht überall so? Ja, also bei allen Clever auf jeden Fall. So, und jetzt wollte ich aber Folgendes sagen. Film mal hier oben in die Ecke. Ja, das ist das Multiplex. Ja, das ist 15 mm Pappelsperrholz, 9-fach verleimt. 15 mm. Das gesamte Fahrzeug ist in 15 mm Pappelsperrholz hier gearbeitet und dadurch besonders stabil und extrem langlebig. So, jetzt kommt's weiter. Ja. Jetzt ist so, guck mal hier hinten. Weißt du, was das ist? Ja, eine Verkleidung. Das ist eine Verkleidung, genau. Und die ist deshalb da, weil wir haben eben hier einen besonders soliden Möbelbau. Dadurch kann auf die hintere Holzplatte verzichtet werden und dadurch haben wir ein extrem großes Volumen hier von dem Oberschrank. Und was das Beste ist, dadurch, dass der Rest von der Konstruktion so stabil ist, kann eben darauf verzichtet werden und dadurch sparen wir im gesamten Fahrzeug hinter den Oberschränken an Gewicht. Vollkorpusmöbel normalerweise hast du ja. Da wird damit geworben, aber oftmals ist es so, dass die deshalb Vollkorpus sein müssen, damit sie stabil genug sind. Unsere sind aber selbst so optimal, also stabiler geht's gar nicht. Und mach mir mal einen Gefallen, wenn du mal so richtig dran wackelst, das konnte ich ja eben nicht. Ja. Hier, ich zeige das mal gerade, das ganze Auto, mach mal bitte. Also das, ja... Normalerweise wackeln die... Ja, das ganze Auto wackelt gerade, ja, das ist wirklich so. Was ja wichtig ist, die Stabilität ist ja eine Sache, aber auch das Quietsch- und Rappelverhalten, das ist ja sehr gering. Das ist sehr gering, ganz genau. Und nochmal optimiert jetzt auch durch diese geschäumten Materialien hier der Verkleidung. Ne? Früher war das so, oder oftmals ist es auch bei anderen Herstellern so, dass das eine Kunststoffplatte ist, die nicht verkleidet ist. Plastikplatte auf dahinter und dann... Ja, genau, dann ist natürlich durch die Möbel, die da dran sich reiben, wenn sie nicht so stabil montiert sind, entstehen die Geräusche. Ich glaube auch das Thema Strahlungskälte, oder? Achso, die ausgeklinkten. Ja, überhaupt 2 Doppeldämpfer hier. Guck mal hier, wie diese Klappe hier befestigt ist. Das ist... Da darf ich mal was fragen? Ja. Du liebst ja deine Frau, ja? Ja. Ich habe das Gefühl, du liebst sie clever mehr wie deine Frau. Also, du bist ja total verliebt. Also nein, ich bin ein Clever-Händler aus Leidenschaft. Ne? Also bei mir ist so, ich bin deshalb Clever-Händler geworden, weil ich mir selber einen Kastenwagen ausgesucht habe, den ganzen Markt sondiert habe und bin bei Clever gelandet und habe gedacht, wir waren ja Fiat-Händler immer. Wann war das, als du das? Das ist 2014 gewesen, ja. Echt, du bist 10 Jahre schon Clever-Händler? 10 Jahre dabei, genau. Ja, und dann habe ich den gekauft und dann stand er bei uns auf dem Firmengelände und dann kamen die Leute, haben Sie jetzt auch Kastenwagen und so, und ich sage, ja, eigentlich ist das meiner, ne? Ja, darf ich mal gucken, und dann bin ich ja mit den Leuten rein und habe alles gezeigt und so. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich genau das Richtige. Darf ich fragen, was ist denn jetzt das Hauptgeschäft bei euch? Wir machen nur noch Reisemobile. Aber den Service, den Fiat-Service hast du noch? Wir sind bis vor wenigen Monaten auch noch Fiat-Service-Händler gewesen. Da ist es aber jetzt so, dass Stellantis alle Verträge gekündigt hat, europaweit. Und wir sind jetzt, ich sag mal, Spezialist, ja, mit 35 Jahren Erfahrung. Mit allen Spezialwerkzeugen, mit allen Testern, mit allem, mit Originalersatzteilen. Du kannst auch original den Stempel reinmachen, das darf man ja mittlerweile. Das heißt, wenn du nach Herstellerrichtlinien die Servicearbeiten machst. Ich kann den Büsken-Stempel reinmachen ohne Fiat-Logo. Sehr schön. Ja, ist es hier auf der Seite genauso eigentlich mit den Schränken? Ja. Ja, das ist überall so. Genau. Ja, also, aber guck mal, wir gehen noch mal raus, bitte. Ich kriege ja hier heute einen Crashkurs. Ja, und es geht ja jetzt einfach darum, guck mal, hier hat einer dran gerissen. Darf ich das mal zeigen? Das ist nämlich vernietet innen. Ja, eigentlich ja. Und da wäre jetzt ein Ersatzteil fällig, würde ich sagen. Gestern hier, weil das hier eingerastet war, nicht gesehen, dass das hier oben eingehangen war. Also das ist normalerweise fest. Ja, es ist aber auch, der Messebetrieb ist auch hart. Ja, auf jeden Fall. Aber dieses Fahrzeug hier war auch schon in der
auf der Messe in Stuttgart auf der CMT. Und dafür, sonst ist nichts dran an dem Ding. So, hier haben wir den Frischwassertank, 100 Liter. Das ist also schön. Der Grauwassertank hat 90 Liter. Was wir hier haben, wir haben 2 schöne große Reinigungsöffnungen. Und hier die, ne? Können wir mal einmal reinfilmen, so genau. Da können Sie dann hier zum Saisonende alles schön mit einem Frottetuch mal auswischen und da vorne auch. Und jetzt ist aber auch noch eine interessante Information. Guck mal, hier musst du mal hinfilmen. Hier ist eine kleine Stellschraube. Siehst du die? Hast du die drauf? Hier, diese Schraube. Hier sieht man das Gewinde. Das Gewinde sperrt das Lattenrost und man kann die Schraube rausdrehen und dann kann man das Lattenrost mit einem Handgriff auch rausnehmen. Ah, komplett? Ja. Das ist auch schön. Ne? Darf ich noch einen kurzen Tipp geben? Also das, was ich gemacht habe, immer im Wohnwagen. Ich hatte mal einen Tabat-Wohnwagen. Wenn ich ihn eingewintert habe, da habe ich oben die Öffnungen aufgelassen. Ja, das war so, damit auch Luft rankommt. Und dann fängt er nämlich an zu trocknen und ist nach 1, 2 Tagen trocken, komplett. Und das war so ein bisschen, aber diese Öffnungen von oben rein, den Tank reinigen, das würdest du schon empfehlen, oder? Also es ist so, es gibt ja diese Silberionen, die sollte man zugeben. Das ist schon wichtig, damit sich da keine Legionellen bilden. Und ja, also ich mache es immer so, dass ich die letzte Wasserfuhre noch mal ordentlich mit diesen Silberionen fütter, damit eben die Leitungen dann auch da bleibt ja immer eine gewisse Restmenge an Wasser drin. Hast du die da, die Silberionen? Ja, wir haben einen kleinen Shop, zufällig. Zufällig. Sag mal hier, das Licht, wie funktioniert das? Ja, Touch. Wie Touch, was heißt das? Man kann sich, also ich leg mich mal hier ins Bett. Ja. So, also hier ist das Kopfende. Länge bitte von dir? Von mir? Ja. Ja, ich bin 1,78 Meter. 1,78 plus. Liegefläche hier, die Liegefläche bei dem Fahrzeug, die ist 1,93 Meter und die Breite ist 1,40 Meter. 1,40 Meter, 1,93. 2 Personen haben mehr als genug Platz. Ja, also für 2 Personen optimal. Ist wie so ein französisches Bett, ne? So, ich muss sagen... Was noch ganz schön ist, man hat auch noch so ein bisschen Luft nach oben hier, ne? Ach so, okay, ich habe verstanden. Sag mal, Heribert, hier ist jetzt die Messebeleuchtung drin, ja? Das stimmt, also normalerweise ist hier hinten... Kannst du mir mal einen Gefallen machen, kannst du die mal rausdrücken, ganz kurz nur mal, weil ich finde die so schlimm, weil die Leute nämlich jetzt denken... Ganz falsches Gefühl haben. Ich weiß, dass die drin sein muss, weil die Leute immer alles... Aber jetzt guck doch mal, wie schön jetzt die indirekte Beleuchtung ist. Jetzt geh mal dahin, geh mal da hinten hin, auf den blauen Teppich. Auf dem blauen Teppich, ja. Jetzt mache ich das mal. Ach, da ist der Heribert, der kann rausgucken. Hier ist nämlich übrigens das ist die Lüftung, die so laut ist. Und hallo Heribert. Ja, hallo Sven. Nein, ich wollte jetzt eins sagen. Also das Schöne ist, wenn man hier hinten das 50-70er Dachfenster nimmt und Sie hier oben eine Photovoltaikplatte drauf haben, dann können Sie sich auf das Bett stellen und dann können Sie oben das Dach sauber machen. Das ist doch super, oder? Ja, noch viel besser, man kann auch Fotos machen von da oben. Ja, das ist ja dein Part mehr, ne? Immer die Kamera im Anschlag. Oder das Handy. Also serienmäßig ist 40-40, Aufpreis ist 50-70 und neben, dass Sie also Ihrer Frau den Sternenhimmel zeigen können, ist es eben so, dass man dann auch Reinigungsarbeiten auf dem Dach ganz unkompliziert machen kann. Sehr schön. Ja. Heribert, Touch wolltest du mal zeigen? Touch. Ah ja, das haben wir ja eben. Ja, einfach hier in der Mitte ist so ein roter Punkt. Ich weiß nicht, ob du den drauf hast. Da drauf touchen. So. Und dann besteht die Möglichkeit, die auch im Fußbereich zu wählen. Das ist eine Option. Das ist dann, wenn Sie mal ein bisschen schräg stehen mit dem Wagen, vielleicht ganz nett. Wenn Sie dann auch sagen, dann wollen wir auch mal ein Buch abends noch lesen. Ansonsten, da gucken wir uns vielleicht auch mal an, haben wir hier diese Ambientbeleuchtung. Siehst du die? Ja. Oberhalb der Schränke und unterhalb der Schränke. Das ist eine Option, diese ambiente Beleuchtung. Da haben Sie dann noch eine Fernbedienung oder da hast du dann noch eine Fernbedienung dabei. Und ja, da kann man dann die Farbe einstellen, wenn jetzt gerade, sag ich mal, der 1. FC Köln spielt, ne, dann kann man das schön auf Rot-Weiß stellen. Ja, oder wer ein Gladbach-Fan ist, auf Grün-Schwarz. Die Farbe kann man einstellen. Die Farbe kannst du einstellen. Und da willst du die Rot-Weiß machen bei Ich bin ja Schalke. tatsächlich, muss ich ja gestehen, Dortmund-Fan, also ich würde sie ja dann auf Gelb stellen. Aber am schönsten finde ich ja, muss ich sagen, dieses Weiß, und das kann man auch dimmen. Ja, also ganz nach Stimmungslage auch. Okay. Ich komme mal rum zu dir, dann laufe ich mal rein. Und der Heribert, ja, ich fühle mich gut aufgehoben bei dir. Ich muss gar nichts machen, ich muss eigentlich nur die Kamera halten. Hallo Herbert. Nee, Sven, ich finde es gut. Ich finde es auch gut. Mir macht es auch richtig Spaß, weil ja, man kann mal alles zeigen. Also guck mal hier, weißt du, was das ist?
Ein Schemel. Ja, das ist die Trittstufe zum erleichterten Einstieg ins Bett. Und wenn man die nicht braucht, dann kann man das hier so hochklappen. Und jetzt klappen wir es wieder runter. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt der Hammer. Jetzt sagen viele Kunden, das brauchen wir nicht. Wir kommen so ins Bett. Ne? Und dann sage ich, überlegen Sie sich genau, ob Sie das nicht brauchen. Weil der Vorteil ist, da können Sie sich auch draufsetzen. Das mache ich jetzt mal. So. Du bist ja krass gelenkig. Ja, das geht. So, also, jetzt sitzen Sie hier schön, ne? Gläschen Wein in der Hand und wissen, was auch schön ist, wenn Sie den Wein aus haben und sagen, so komm, jetzt gehen wir noch mal eine Runde über den Platz. Da können Sie sich hier die Schuhe an- und ausziehen. Das ist super. Ne? Ne? Einfacher wie hier die Schuhe an- und auszuziehen geht gar nicht. Und das Ding ist auch tatsächlich wegklappbar. So, das zeige ich dir jetzt noch mal, Sven. So, Moment. Also du willst uns sagen, bitte guck genau hin beim Kastenwagenkauf. Ja, das sind Kastenwagen ist nicht Kastenwagen. Nein, das sind ja Details, die Urlaubsqualität ausmachen. Weil die sehen ja von außen alle gleich aus. Ja, aber das ist ja das, was man eben nicht so auf den ersten Blick sieht. Wie So, dann haben wir hier Kleiderschrank? nämlich noch 2 Superschränke. Okay, Kleiderschrank. Kleiderschrank und hier oben noch so ein Utensilienschrank oder Schrank für, ja, was weiß ich, Unterbekleidung oder... Auch der ist tiefer wie die anderen, Ja, wie viele ganz andere. Ja. Also da können Sie auch andere Sachen reintun, wie Wäsche, auch Töpfe oder sowas. So, guck mal. Der hat jetzt hier einen aufpreispflichtigen Kühlschrank. Also normalerweise ist da der Kühlschrank hier oben montiert. Der geht so bis hierhin. Kannst du mal abfüllen. Ja? Und der Schrank ist dann nicht da. Und der hat dann knapp 90 Liter, der Serienkühlschrank. Darf ich sagen, der kommt aus dem Yachtbau wie Trifrigo. Das ist so eine High-End, also eigentlich, ich drehe ja immer in Düsseldorf auf der Boot und da ist ganz oft, draußen ist wie Trifrigo. Ja. Ja, also das ist tatsächlich so, das ist so ein Relikt noch von demjenigen, der die Marke Clever ins Leben gerufen hat, der Ralf Gösser. Das ist ja der ursprüngliche Vater des Gedankens, kann man sozusagen sagen. Ist der tot, oder? Nee, der ist jetzt in Ruhestand. Ah, okay, der lebt noch. Ja, der ist topfit. Also Wie heißt der? Ralf Gösser. Ralf Gösser ist Mr. Clever. Ralf Gösser ist also tatsächlich, ich habe ja auch meinen Kanal nochmal für alle, liebe Clever TV. Ralf Gösser ist der Vater des Gedankens. Der hat die Marke Clever ins Leben gerufen. Sagt Herbert Büsken. Ja, Mach mal auf den Kühlschrank. Also, jetzt wollte ich sagen, der normale hat eben Ja. 86 oder knapp 90 Liter und hier haben wir jetzt 136 Liter Kühlschrank. Krass, wie zu Hause. Und das ist schon ordentlich. Hier unten können Sie schön Getränkeflaschen und so rein. Das ist auch der tiefste Punkt, das heißt, da sind die schön kalt an Da der... sind die erstmal schön kalt und auch die schweren Sachen sind unten. Das heißt, auch der Schwerpunkt ist unten. Weil meine Frau, für die die hat so ein System, wie die immer so Gemüse und so weiter einsortiert, da wo es kalt ist und das ist Eisfach. Gemüse müssen wir wegen mir nicht mitnehmen. Also meine Frau ist auch immer mit dem Gemüse dran. Ich sage mal, lass das Gemüse weg, das können wir vor Ort regional kaufen. Hauptsache, wir haben genug Fleisch dabei. Ja, und hier, guck mal, hier ist noch der Gefrierschrank. Der ist auch schön groß. Ne, da kann man zum Beispiel Brötchen einfrieren und so. Übrigens, nochmal ein Tipp für alle Camperinnen und Camper, genau Tipp. Ich habe das tatsächlich auch erst vor wenigen Monaten erfahren und wir sind ja früher immer, Mensch, wir müssen gucken, wo ist der Bäcker, weil wir wollen ja morgens Brötchen haben. Ne? Und unser Verkäufer, der Christian Schneider, der hat auch einen Kastenwagen und die Frau ist total auch in YouTube unterwegs und so. Und ich sage immer, Christian, wo war denn der Bäcker? Er sagt, wieso Bäcker? Bäcker braucht man doch nicht. Ich sage, ja, eine Brötchen. Nee, sagt er, wir backen uns die Brötchen in der Pfanne auf morgens. Wusste ich nicht. Wusstest du, dass das geht? Jetzt seit ungefähr 3 Wochen Omni. Nee, nicht der Omnia, braucht man nicht. Kann man auch kaufen, ne? Gibt man ein bisschen mehr Geld aus, aber normale Pfanne geht. Einfach das Brötchen aus dem Gefrierschrank in die normale Pfanne oder aus dem Zellophanbeutel vom Vortag geht auch. Also auch ein Brötchen vom Vortag, kein Problem. Also, Ich mache das vorher mal einen Ticken feucht, mache ich das, damit es ein bisschen mehr ja, wenn du es knackig... im Backofen tust. Aber du Ja. machst es ja in eine Pfanne. Ah, okay, also funny. Ja, Pfanne in der Pfanne, genau. Okay, Stichwort Küche. Ne, haben wir hier. Ist da noch Licht? Mehr Licht eigentlich? Ja, ich guck gerade. Ne? Nee, hier bei dem ist jetzt hier die Beleuchtung.
Und, ja, es ist aber grundsätzlich hier extrem hell gerade. Ja, also ich glaube, hier noch die Beleuchtung. Ne? das liegt vielleicht auch wieder mal ein bisschen daran, dass hier wieder mal so ein absoluter Messestrahler drin ist. Und das macht das Ambiente ziemlich kaputt, die Messestrahler, muss ich sagen. Aber ihr braucht's hell. Das nützt ja jetzt nichts. Ne? Wir müssen da jetzt mit leben. Ich kann jetzt nicht nur, weil du da bist, die ganze Beleuchtung hier ausmachen. Ist ja gut. So, aber ich wollte noch was sagen. Und zwar dieses Kochfeld hier, ne, das ist auch wichtig. Und zwar haben wir, das ist jetzt hier so tief gezogen aus einem Guss. Und wenn man jetzt hier, also ist ja fast überall, hier kommt die Soße und hier kommen die Nudeln drauf. Ne? Und ja, wenn der Topf überkocht, dann geht dann das Wasser direkt hier in einem Guss eben in die Spüle. Also ein guter Kastenwagen hat das integriert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ist eben sehr pflegeleicht. Und was auch, du hast ja auch schon diverse Reisemobile oder Wohnwagen gehabt, hast du gerade eben erzählt. Ne? Und auch wahrscheinlich diverse Kochfelder hast du auch gehabt. Und oftmals, jetzt können wir noch mal hier hin filmen, oftmals ist das so bei den früheren Modellen, dass diese Bedienelemente, ich sag mal da und in der Ecke waren. Und mein Fahrzeug ist, ich habe dann gewechselt, ich habe dann 2016 den Runner bekommen. Da ist das so. Und bei mir ist es so, dass nach jedem Urlaub alle Haare von der Hand weg sind. Und das ist eben hier durch diese... Achso, du brennst ja die ab? Genau, wenn ich nämlich starte, dann kommt diese Stichflamme, die kennst du auch. Und ja, dann sind die weg. Ne? Und das ist also jetzt hier anders, weil wir haben diese thermisch getrennten Bedienelemente mit der Piezo-Zündung. Guck mal, siehst du das Ticker? Machen wir mal. Ja, willst du mal dran packen? Nee, will ich nicht. Okay. Das ist so, im Prinzip vom Weidezaun kenne ich das, wenn ich uriniere. Das machst du auch nur einmal, ne? Ja, wahrscheinlich jeder einmal, um es auszuprobieren. So, jetzt haben wir hier, du hast ja eben gesagt, der Kühlschrank, der kommt ja vom Yachtbau. Und das ist jetzt auch bei dem Modelljahr 2024 so, dass Clever erstmalig eine ganz neue Designlinie hat. Und wir haben dieses Nautic-Design hier mit diesen abgerundeten Elementen. Ist auch sehr kopffreundlich, finde ich. Ja, ne? Ist sehr angenehm. Und das ist auch ein Update hier gegenüber dem Fahrzeug von der Messe in Düsseldorf. Die Klappe, die früher komplett aufging, ist jetzt hier im Prinzip geteilt. Wir haben Push und auch wieder die super Scharniere mit den Dämpfern. Und jetzt noch ein Highlight. Wir haben hier bei Clever Form und Funktion. Wir haben nämlich hier den Oberschrank nach unten abgeschrägt. Und jetzt ist Clever einer der wenigen Hersteller, wo sie im Oberschrank Flaschen reinstellen können. Meistens passt das nicht. Bei Clever geht das. Welche Flaschen als Beispiel? Ja, Öl zum Beispiel. Achso, das geht ja tiefer rein. Ja. Jetzt habe ich es gerallt. Ne? Das heißt, dass hier die rechte Seite geht nach unten. Genau, hier jetzt, ja. Form und Funktion. Könnte man ja mal eine Flasche reinstellen, aber die ist dann weg im Messebetrieb, oder? Mit Sicherheit, genau. So, und der Urlaub, der geht schon los bei Clever, wenn sie die Schubladen zumachen. Erstmal haben wir natürlich auch im Innenraum von den Schubladen 15 mm Pappelsperrholz 9-fach verleimt. Das sieht man hier nochmal. Also auch da, wo sie es nicht sehen, ist es die beste Qualität. Ja? Und dann haben wir auch immer hier unser, ich mache das ja auch in meinem Kanal, ich zeige das jedes Mal, ne, weil da ist Clever eben dann auch hier. Und ich lese mal, IKEA. Genau. Achso, das passt da rein? Das passt da rein, genau. Ich glaube, 1 Euro kostet das Ding. Ne? Also einfacher geht es doch gar nicht. So, und das haben Urlaub, ist das Zufall gewesen oder war das Absicht? Nee, das war vom Vater des Gedankens. Gott. Ne? Also IKEA-Hack. Auch gefilmt hier, Soft Close, guck mal. Ja, was hat das für einen Vorteil? Ist angenehmer. Ja, wenn man, das ist eben, dann braucht man die Schublade nicht ganz, ist doch schöner, oder? Ja, wenn du die 1000 Mal auf und zu machst. Das Coole dabei ist natürlich, dass so sich das Ganze ganz nett anfühlt. Also oft ist ja so, Leute kommen rein, so der 5-Sekunden-Effekt. Und jetzt denkt man ja, Clever war ja mal eine Zeit lang so sehr günstig in den Köpfen der Leute. So als günstiges Modell mit günstiger Ausstattung. Wenn ich mir das Ganze aber jetzt hier angucke, ist das hat mit günstig nicht mehr so viel zu tun. Sind die denn noch günstig? Also ich sag mal, das ist so. Die waren immer günstig und die sind jetzt auch noch günstig, wenn man den Wettbewerb sieht. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, mit dem Auto hast du ein Fahrzeug mit dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Also das ist auf jeden Fall so. Sehr schön. Mal, jetzt gucken wir noch mal eben weiter. Und zwar die Küchenarbeitsplatte, die kann man erweitern, indem wir das hier hochklappen. So, und das ist jetzt das Highlight hier, nämlich die Schwerlastaufsteller.
Ja, also es gibt genug Hersteller, die auch diese Erweiterung haben. Das ist ja nichts Neues. Ne? Aber du kannst jetzt, ich nehme noch mal das Mikro. Ja. Du kannst jetzt hier mal ein bisschen draufdrücken, beherzt aber nicht so. Mal, so, hier, so. da. Beherzt aber nicht mit Gewalt, hast du gemacht. Also draufsetzen eher nicht, aber was Schweres kannst du abstellen. Was Schweres kann man abstellen, man kann auch mal ein Brot schneiden oder so, also das ist schon richtig super. Und das Ganze hier auch in Kombination mit den neuen Premium-Oberflächen aus dem Premium-Küchenbau. Hier ist nämlich die Materialstärke um mehr als die Hälfte reduziert worden. Das hat den großen Vorteil, dass wenn ihr hier zum Beispiel auf der Bank sitzt, vom Oberschenkel bis zur Unterkante von dem Tisch haben wir eben, da musst du mal filmen hier. Ja, du hast mehr Platz. So, guck mal hier, von dem Oberschenkel zur Unterkante vom Tisch viel mehr Platz. Und das ist natürlich eine super Sache, weil hier sitzt man ja viel. Die meisten Leute hatten bis vor 10 Jahren noch das Gefühl, wenn die Tischplatte nicht dick ist, dann ist sie nicht gut. Aber die ist sogar noch stabiler, auch wenn sie dünner ist. Das ist wahrscheinlich HPL? Das ist HPL, genau. So, wenn du das mal kurz erklärst, HPL, das ist ja ein Wundermaterial. Ja, also erstmal ist das ja ein Kunststoffträger und auf der Kunststoffoberfläche ist ein gehärteter Belag, der auch kratzfest ist. Ne? Gibt's hitzefest auch noch. Ja, hitzefest auch. Es gibt also da verschiedene Designs. Wir haben jetzt hier die Blackline in dem Fahrzeug. Gleich gucken wir uns auch noch mal die Silverline an und da ist dann die Oberfläche von dem Tisch schwarz, die Oberfläche von der Küche schwarz und die Nautic-Design-Streifen, die sind auch schwarz. Das ist ein schönes, helles Fahrzeug mit hellem Holz und guck mal hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier sitze und wir beide essen dann abends den Gemüseburger, auf den du ja so stehst. Und also ich mache das anders. Ich gucke dabei noch mal in die Kamera. Wissen Sie, wir machen das so, meine Frau und ich. Wenn wir, sage ich mal, so um 18 Uhr Lust bekommen, dann machen wir den Kühlschrank auf und dann holen wir Oliven, Käsestückchen, ein paar getrocknete Tomaten, ein bisschen Brot. Die hat dann noch irgendwie so einen Senf. Das ist Senf für Käse, ich weiß auch nicht. Vorname von deiner Frau? Andrea. Genau, Andrea. Andrea macht das dann. So, und dann machen wir uns auch eine Flasche Wein auf, ne, Rotwein. Und dann passiert Folgendes. Ja, dann ist das hier alles aufgebaut. Dann hebe ich den Tisch hier vorne leicht an, schiebe den so ein ganz kleines Stück zurück, stehe auf und jetzt musst du filmen. Stehe auf und hebe die Sitzfläche der Bank an. Und dann gehe ich in die erste Position, nach vorne, dann wird die Rückenlehne schräger und man sitzt hier noch komfortabler. Hast du das drauf? Ich zeig dir das nochmal. So lounge-mäßig so ein bisschen. Das ist jetzt hier die Standardposition. Wir haben ja bei der Sitzbank eine optimale Unterstützung im Lendenwirbelbereich, weil Clever kommt eben im Ursprung aus der Konstruktion von Sitzen von Reisebussen. In dem Werk, wo die Clever hergestellt werden, wurden früher Sitze für Reisebusse hergestellt. Die haben also besonders große Kenntnis, was eben Sitze und Polsterungen angeht. Und Clever ist auch der einzige Hersteller mit einer geformten Bank, mit einer Lendenwirbelstütze. Und wir haben sogar außenliegende Gurte. Weißt du, kennst dich da aus. Es gibt ja auch Hersteller, die meisten haben ja die Gurte in der Mitte. Ne? Mhm. So, jetzt pass mal auf. Wenn du jetzt in der Mitte dich so von hier nach da anschnallen würdest und du hast einen Unfall, dann hast du nach hier überhaupt gar keinen Schutz. Mhm. Du fällst aus dem Gurt raus. Totale Fehlkonstruktion. Bei Clever schnallt man sich an wie im PKW. So, und wenn dann was passiert, hat man den optimalen Schutz. So zumindest mal zu der Stelle, die frei ist. Ja, genau. Die offen ist. Und man hat eben nicht die Gurte immer hinten im Rücken im Weg. Wenn man hier so in der Mitte sitzt zum Beispiel. Das ist besonders komfortabel. So, da wollte ich nur noch mal sagen. Gibt es da nur eine Position, Lümmel, oder gibt es da noch mehr? Ja, also das ist jetzt die Standardposition. Dann gibt es die Komfortstellung. Das ist, würde ich sagen, dann die sie einnehmen, wenn sie zum Beispiel vom Cappuccino trinken, so um 3:30. Ne, dann geht man in die Komfortstellung, ja. Da rutschen wir so 3 cm vor. So, und jetzt kommen wir noch mal zu der Geschichte, die ich eben erzählt habe. Und zwar zu der Situation, jetzt steht der Käse auf dem Tisch und die Oliven und die Flasche Wein. Die ist aufgemacht. Jetzt gehen wir in die Rotweinstellung. Die gibt es dann nämlich passend zur Weinflasche. Das ist dann die. Ja, jetzt setz dich mal hin, bitte. Sei mal so nett. So. Hör mal, Sven, wenn du in dieser Rotweinstellung sitzt, den Käse vor dir stehen hast, die Oliven und das Glas Wein,
Ja, schöner kann Urlaub nicht sein. Warte, ich gehe mal raus, dann zeige ich mal genau den Winkel. Das ist jetzt schon loungemäßig. Das Coole dabei ist, wenn du Kinder hast mit einem Sitz, die Schlafposition, die haben so einen Kindersitz mit drin, dann kannst du die bei vielen Sitzen nicht zurückstellen, weil der Sitz so steil ist. Und hier kannst du deinen ganz normalen, im Prinzip den Maxi Cosi nehmen und kannst den Sitz ein bisschen vormachen und kannst die Lehne vom Maxi Cosi wieder zurückmachen, sodass der Kopf von dem Kind nicht nach vorne schwerelos fällt. Ja, Kennst du das? Ja, ich kenne das. Also wir haben ja auch 2 Kinder, die Luisa und den Leonard, und wir sind ja früher auch mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen. Und gerade die Situation kennt man vom Auto, wo man gedacht der Kopf bricht nicht ab, aber es ist vielleicht... Als Eltern hat man das Gefühl, dass man denkt, nee, schade, da musst du jetzt irgendwas ändern, noch ein Kissen holen oder so. Weißt du, was total gemein ist? Wir haben ja viele Kastenwagen-Videos und die allermeisten Kastenwagen haben diese Funktion nicht. Es hat keiner diese Funktion. Hat keiner die Funktion. Wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal bei Clever. Wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal genauso, wie wir bei vielen anderen Dingen eben auch wirklich innovative Lösungen haben. Zeig nochmal gerade die Bank in der Mitte. Denn viele nutzen ja diese Bank nicht mit 2 Personen, sondern alleine, wenn du zu zweit unterwegs bist. Und viele Bänke sind so geformt, dass du nicht in der Mitte sitzen kannst. Also wenn du jetzt ein bisschen breiter bist... Wegen den Gurten. Ja, wegen den Gurten. Wegen den Gurten. Dann haben wir jetzt hier, ist das jetzt nur vom Design so ein bisschen... Die Bank ist durchgehend komplett. Der Sitzkomfort ist in jeder Position der gleiche. Ich kann aber noch mal eben was zeigen, was die Bank noch hat. Und zwar kann man jetzt dieses Polster auch ganz einfach abnehmen. Hier sieht man auch noch mal das ist richtige Automotive-Qualität, also besser geht's nicht. So, und hier, das wäre jetzt ein Element, welches man, da müsstest du mal gerade aus dem Auto raussehen. Gerne. Ich mache das jetzt nicht, das machen wir mal ein andermal. Ist das ein Tisch, oder? Das wäre, man kann den Tisch absenken, dann stellt man das hier hin, da kommt da eine Matratze drauf, dann ist da ein Zusatzbett. Also ein Notbett. Nee, das ist 70 mal 1,85 Meter. Ein richtiges Bett? Ein richtiges Bett. Ich kann mir das nicht vorstellen gerade. Du musst mir da mal helfen. Ja, dann müssten wir das aufbauen. Ja, mach mal. Also ich habe noch nie, die meisten bauen es nicht auf. Und jetzt, Okay, wo ich mal... Pass auf, dann machen wir gleich. Jetzt Ja. stelle ich das erstmal raus. Ja, stell's mal raus. Das ist das Notbett, ist hinterm Sitz. Genau, das ist nämlich so, wenn man das jetzt bestellt, ne, dann ist das genau in dieser Aussparung. Wenn man es nicht bestellt, ist die Konstruktion aber die gleiche. Und dann hat man die Möglichkeit, hier in diesem Bereich Utensilientaschen unterzubringen. Gibt es die bei dir? Die haben wir im Shop. Ja, Genau. ist im Shop. So, und dann haben wir hier die Sitzbank. Ich lege sie mal hier hoch. Und dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, das als Toplader hier zu nutzen. Und dann haben wir hier aufgrund dieser tollen Konstruktion, die wir hier bei Clever haben, eben auch ein Maximum an Stauraum. Da sitzt doch mal die Heizung. Das Genau. ist bei vielen. Genau, weil die Sitzkonsole ist eine Standardsitzkonsole, die die meisten Hersteller verwenden aus Italien von der Firma Aguti. Und hier, das ist eine originale Clever-Sitzbank, die vom Crash-Testverhalten extrem sicher ist. Das sieht man schön durch dieses Dreieck da, das Kräftedreieck, was du hast. Genau, es gibt übrigens auch noch eine Schublade zum Ausziehen. Ich weiß nicht, ob du gleich noch möchtest, dann zeige ich die noch mal bei einem anderen Auto. Ja, wir filmen ja jedes Auto heute. Ja. Also ich kann euch nur empfehlen, guckt den Heribert, weil der Heribert, wir beide haben uns abgesprochen, ich mache heute den kleinen Kastenwagenführerschein mit ihm. Denn ich werde heute zumindest mal über die Marke Clever viel erfahren. Die Seitsfenster, das musst du noch mal zeigen, weil die sind stufenlos aufstellbar. Genau, das ist also nicht nur dieses neue Flachglas-Premium-Design, sondern es sind auch die Premium-Aufsteller, die in jeder Position eben halten. So, jetzt hat meine Frau gefragt, wie gehen die wieder zu? Ja, und dann wollte meine Frau nicht ziehen. Genau, das ist ja das, was man früher gemacht hat. Da musste man die ja so ein bisschen hochdrücken. Das ist jetzt hier nicht mehr nötig. Die kann man dann also auch einfach wieder in jeder... Da gibt es einen Widerstand, einfach ein bisschen fester ziehen. Ja, ja, genau, das ist also... Aber Jetzt zeig mal gerade die Lüftungsstellung, dass die Leute es auch mal sehen. Was meinst du, eine Lüftungsstelle? Also es Ach so, gibt die. Ja. So. Und da ist ganz zwar wichtig, ist das habe ich jetzt gelernt, hier, dieser genau. Knopf da. Ja. Genau, den muss man drücken. Da ist so ein kleiner Das Knopf ist so eine da. Entriegelung, das ist so eine Sicherung, ne? Damit man jetzt nicht mit einem Draht oder so das eben hochdrücken kann. Das ist so ein Einbruchsschutz. Ne? Dafür ist das. Ja, und dann wieder den Fliegenschutz und die Verdunklung. Die Verdunklung hat außen ein Silber, sodass du wirklich absolut nicht reingucken kannst. Geht Genau, nicht. ja, das Silberne ist ja nicht nur wegen dem Reingucken, sondern das ist ja auch als Isolierung gedacht. Strahlungskälte. So, sollen wir das Bett gleich machen? Machen wir erst Bad? Was hältst Ich du? will mal gerade den Christian bitten. Christian, kannst du mal das Bettpolster gerade holen? So,
Ah, der Christian. Ist das ein Mitarbeiter von dir? Ja, genau, der Christian Schneider, der ist mit mir. Wir sind ja jetzt hier zusammen auf dem Stand und ansonsten ist er auch bei uns in der Firma. Ist der nett? Ich finde den sehr nett. Ja, wir kennen uns schon über 20 Jahre und wir verstehen uns also wirklich sehr, sehr gut. Ja, dann bauen wir das gleich. Vielleicht das Bad zwischendurch, dann haben wir das schon. Ach so, ja, das ist eine gute Idee. Bad haben wir ja noch nicht. Es gibt also bei Clever zwei verschiedene Badezimmer. Warte, ich muss mich hier mal gerade reinfummeln. Ja, zwei verschiedene Badezimmervarianten bei Clever. Wir haben jetzt hier in dem Fall das Schwenkbadezimmer mit dem besonders großen Waschbecken. Das eben so, dass viele Mitbewerber nur so eine Waschschüssel haben. Darf ich noch mal kurz was sagen? Wir sind hier auf 6 Meter und nicht 6,40 Meter. Ja. Weil viele haben 6 Meter Fahrzeuge, wo das Bad eigentlich den Namen nicht verdient. Nee, also ich sag mal, Wellness-Oase wäre jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und durch diese Schwenkfunktion, dafür müssen wir mal einmal das Klöchen so ein bisschen zur Seite drehen. Ja. Kann man dann hier rüber schwenken. Ja. So, und guck mal hier unten, das ist jetzt geh mal rein. Der Bewegungsbereich. Dann kann ich nämlich etwas besser zeigen. Du bist noch mal 1,80 Meter fast. Jetzt mit Schuhen 1,80 Meter ungefähr. Ja, mit den Schuhen auf jeden Fall. So, und jetzt ist aber Folgendes. Jetzt komme ich noch mal runter zu euch hier ins Bild. Den Bückling. Und zwar ist jetzt der Bückling, genau. Folgendes. Jetzt gibt es immer wieder Leute, die sagen, aber der hat ja nur einen Ablauf. Ne? Ja. Du hast mich das auch schon mal bei einem anderen Fahrzeug gefragt, warum hat er nur einen Ablauf? Hier ist das jetzt so, das kann man vielleicht so gar nicht... Ach, die Wanne ist abgesenkt. Die Wanne senkt sich hierhin ab. Also auch wenn das Fahrzeug mal ein bisschen schräger steht, ist die intelligent konstruiert. Das ist so ein bisschen, greift jetzt so Muscheldesign auf. Wieder dieses Nautik, ne? So Muscheldesign und dann läuft das eben hier unten in den Ablauf ab. Also ein Ablauf ist... ich kann aber noch gerade drin stehen, das geht. Ja, gerade drin stehen kannst du. Und ich darf Ihnen auch sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am besten stellen Sie das Auto sowieso gerade hin. Wenn es schräg steht, ist das eh Käse. Ja, das ist dann auch das Öl in der Pfanne. Und der liegt dann abends bei dir hier vorne, der Käse. Ja, genau. So, jetzt, guck mal jetzt hier. Das ist auch ganz schön. Ja, das ist natürlich cool. Wenn du jetzt eine kleine Person bist, siehst du dich sogar. Genau. Ja, das stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Der ist nämlich angewinkelt. Ja. Der ist man kann sich hier auch rasieren und so. Ja. Das ist eine Option, die kann man dazu bestellen, würde ich empfehlen, hier oben. Was für eine Option ist das? Hier oben, das Fenster. Achso, das ist normal nicht drin. Nee, also serienmäßig ist das seitliche Fenster. Das Warte, guck mal an. Das heißt, du hast dann 2 Fenster, kannst quer lüften. Ja, also es gibt ja schon mal so Sachen, wenn man dann im Badezimmer ist, ne? Und wenn man dann, ich will mich jetzt mal so ein bisschen lustig ausdrucken, wenn man dann von der Konzentrationsphase in die Entspannungsphase übergegangen ist und man dann das Bedürfnis hat, das Fenster aufzumachen, dann würde natürlich jeder wissen, wenn das seitliche Fenster aufgeht, was gerade passiert ist. Dass die Entspannungsphase vorbei ist. So, und dann kann man oben das Dachfenster aufmachen. Wir bieten aber auch so einen Schwenkbügel an, den kann man haben. Und wenn man dann zum Beispiel mal eine Jacke oder irgendwie sowas trocknen möchte, die Heizungsluft kommt ja von unten, die Wärme zieht ja nach oben durch die Jacke und dann dünstet das nach oben aus. Jetzt, was aber auch noch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, Sven, ist, dass das Fenster im Bad auch einen Fliegenschutz und auch eine Verdunklung hat. Ja, praktisch. Weil von der Höhe wäre es genau es gibt eine auf den Schniedel. Das ist, ja, also ich bin ja ein bisschen kleiner als du. Bei dir wird das dann vielleicht passen. Da müsste man natürlich mal die Klappe aufmachen. Ne? Also es ist erstmal tief dunkel. Von außen getönt. Schwarz kann man sowieso nichts sehen. Kannst du eh nichts sehen. Sag mal nochmal deine Größe. Ich muss ganz kurz deine Größe mal zeigen. 1,78. Mach mal gerade die Hand drüber, dass man mal sieht. Also das heißt, du hast gute Wir haben Maßband. 2 Meter? Nee, also die Innenhöhe, die ist normalerweise 1,90 Meter beim also bei dem Fahrzeug. Der Heribert. So, und jetzt kannst du. Dahin, unten sind 83 cm bis zum Sockel. Und der Sockel? Und der Sockel sind 7. Ja, habe ich ja gesagt. 1,90 Meter. 1,90 Meter Stehhöhe. Genau. Ist doch gut. Ja, und hier durch diese Lamellentüre, ne? Da Warte, kannst du noch mal darüber gehen. Komm mal raus. Das ist ja das Besondere. Die Lamellentür ist bei der Selectline, ist die ja Serie. Ne? Und dadurch kann die tagsüber aufbleiben und man hat eben hier eine sehr schöne Bewegungsfreiheit. Die hat hinten einen Anschlag. Das heißt, die kann während der Fahrt offen stehen. Ja, hier oben in der Schiene. Der Magnetanschlag, meine ich. Magnet von dem okay. Von dem, okay, verstehe. Ja, ich würde die zumachen während der Fahrt. Oder zumachen, okay. Ist sie schwer am Klappern während der Fahrt? Also ich sag mal,
wenn man jetzt über Kopfsteinpflaster fahren würde, dann... Nee, wenig. Also ich habe andere gehabt, die hast du nur angeguckt, da fingen die schon an. Nee, guck mal hier. Also hier, mal das Mikro an die Tür. Hab ich schon. Ja? Also ich bin jetzt hier wirklich sehr kräftig am Drücken. Also Das wäre jetzt extrem, ja. Ich meine, ist ja sowieso so, wenn man jetzt, wir haben zwar eine leise Heizung, aber wir haben auch einen Kühlschrank, ist ja ein Kompressorkühlschrank und es ist so, du musst überlegen. Du hast hier eine Eigentumswohnung auf 4 Rädern, du hast Heizung, du hast Kühlschrank, du hast Badezimmer, alles. Wer jetzt total geräuschempfindlich ist, der ist natürlich bei so einem Campingfahrzeug im Allgemeinen, sage ich mal, da müsste man sich dann ein paar Europacks mitnehmen. Aber ansonsten hört man hier im Grunde genommen fast gar nichts. Also Fahrzeug ist leise. So, wir kommen zum Tisch. Ja, genau. Das ist das Polster. Wo würde man das unterbringen während der Fahrt? Grundsätzlich ist so, dafür müsstest du noch mal einmal hier reinfilmen. Serienmäßig ist ja hier oben diese Ablage. Man kann auf die Ablage verzichten, wenn man das möchte. Und kriegt dann im Prinzip hier diesen offenen Kopfbereich. Das ist ja immer wieder so, dass es Leute gibt, die sagen, sie möchten nach vorne hin ein bisschen mehr Luft haben. Normalerweise ist da die Ablage, da wird die Matratze reinpassen. Aber jetzt in dem Fall würde ich es dann aufs Bett legen. Aufs Bett, okay. Brauchen wir ja So, eh nicht. wir drehen mal die Stühle hier. Okay. Ah, nach vorne. Okay. Sag mal, der Bezug ist abnehmbar bei den... Nein, Nein. Weil, man könnte den theoretisch abnehmen. Wir können das mal machen hier. Aber das ist das, was ich eben gesagt habe. Ach, das ist ein richtiger, das ist nicht nur eine Husse. Nein, das ist keine Husse, das ist richtig bezogen. Das ist also jetzt hier auch ein aufpreispflichtiger Sitzbezug. Aber das ist das, was ich eben sagte. Clever ist also, da ist substanzielle Qualität, das sind keine Blender. Das sind ganz ehrliche Autos. Sehr schön. So, einmal drehen. Jetzt nehmen wir uns den Tisch, den entriegeln wir hier vorne. Musst du das filmen oder soll ich das? Doch, komm, ich film. Ich bin ja. Einmal hier drücken, einmal hier drücken. So, dann nehmen wir das hoch. Herbert, ich befürchte, dass dieses Video in die Annalen der Firma Clever eingehen wird für die Schulung aller Clever-Mitarbeiter in Deutschland und Europa. Also ich sag mal, wenn man jetzt meine Clever TV-Filme anguckt, die gehen alle. Ich sag immer, wir machen Wetten das heute. Wir überziehen 1,5 Stunden, ist kein Thema. Okay. So, dann kommt das hier hin. Jetzt darfst du mal rausgehen. Ja. Ich bin draußen. Jetzt nimm mal hier dieses Zusatzmodul. Ja, ich kann leider nichts nehmen, aber du nimmst es für Ja, mich. ich nehme das. Und jetzt kannst du mal filmen bei dem Zusatzmodul. Da haben wir ein kürzeres Bein, das ist dieses. Das kommt auf den Sockel Ja. hier hin. So. Und jetzt? Das ist ja witzig, hat genau die gleiche Höhe. Ja, zufällig. So, und jetzt haben wir hier diese Ecke, guck mal. Ja. Wir haben einmal diese Dreierecke und einmal die Einerecke. Die Dreierecke, die kommt dann nach da hinten. Ah, du hast das schon mal gemacht? die meisten, ich habe noch nie jemand gesehen, der mir das gezeigt hat. So, und jetzt? Jetzt komme ich mal eben rein. Also man kann auch noch ins Fahrzeug. So, jetzt sind wir die Bank eben hoch an der Stelle. So, jetzt machen wir die Rückenlehne noch weg. Okay. So. Und legen das dann so hier. So, ich zeige mal gerade das Ergebnis. Herbert, So, man das hat deinen tollen Körper nur gesehen. Ich zeige jetzt mal das Ergebnis. Wenn du dich jetzt mal drauflegst, bitte, sei mal so nett. Ja, also es ist jetzt erstmal so, man kann sich auch drauf setzen. Ja. Ja? Und jetzt kann man sich auch drauf legen. Ja, mega. Das wäre jetzt was für ein Katalog, das Bild, oder? Warte mal, ich zeig's mal, dass wir auch ein Katalogbild haben. Das ist jetzt Heribert Büsken in dem Nicht-Notbett, weil die meisten haben... Ist die Matratze denn dick genug, dass ich darauf ordentlich schlafen kann? Ja, du kannst sie ja mal filmen, die Dicke. Warte mal, Also das ist die dicke. Ganz, Wir messen mal eben. ganz ehrlich, das ist ein richtiges Bett. Das ist ein richtiges Bett. So, ich messe mal eben. Wenn die Türe zu ist, ne? Du bist ja gerade hier so ein bisschen, sag ich mal, weggeknickt, habe ich gesehen. Ne? Wenn die Türe zu ist, wird das nochmal komprimiert und ist noch stabiler. Da sind die Beine normalerweise. So, was haben wir denn da? Ich habe noch nie gemessen. 9. Also, 8 bis 9. So. frag mich noch mal, wie dick ist die Matratze? Wie dick ist denn die Matratze? 8 bis 9 Zentimeter. Ja, ich sehe schon, wir sind ein gutes Team. Ja, Super, oder? ich bin, also noch nie hat einer das aufgebaut für mich. Ich bin dir so dankbar. Wie viele Fahrzeuge hast du jetzt nicht geschrieben, wenn du mit mir filmst? Guck mal, das ist jetzt egal, da reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber, okay. Ist ja so des Verkäufers Freund. Nein, das ist ja so, dass, ich bin ja jetzt froh, dass wir die Gelegenheit mal haben, hier
das alles zu zeigen. Aber wir haben die Autos auch in unserem Schwelmer Betrieb. Wir haben ja das Reisemobilcenter in der Nordstraße 19 58332 Schwelm. Und über www.clever-reisemobile.com, da kann man auch einen Termin bei uns buchen. Das ist also auch eine wichtige Angelegenheit, damit wir uns auch wirklich die Zeit nehmen können, die ihr braucht, damit wir das Auto auch wirklich nochmal von A bis Z erklären. Wie viele Tage muss ich einplanen bei euch, wenn ich jetzt hier merke, das Video geht ja jetzt ein bisschen und... Für den Kauf jetzt? Nein, wenn ich jetzt sage, ich möchte speziell von dir beraten werden, ist das möglich? Dass ich sage, ich will den Heribert persönlich mal kennenlernen. Geht das? Ja, das geht. Das ist also über die Webseite Beratungstermin buchen. Da ist eine Visitenkarte von mir abgebildet. Dann klickt man da einfach drauf, öffnet sich ein Kalender und dann kann man 1,5 Stunden bei mir buchen. Cool. Also wenn ihr das Ganze, was ihr hier seht, nochmal sehen wollt. Aber dafür drehen wir ja eben diese Videos, dass die Leute mal die Unterschiede sehen bei den Kastenwagen. Ich muss sagen, gekommen bin ich zu dir wie die Mutter zum Kind, denn der Till, der wollte doch auch heute kommen. Nee, der ist krank, der kommt morgen. Ach, der Till, mein PR-Berater aus Düsseldorf von der Firma, Gott, wie heißt er denn? Sagst du gleich. Spätestens morgen, sagst du dann. Ja. Das ist der Till. Ja, Till eben, ne? Der hat ja auch einen Clever. Der hat auch einen Clever. Und der hat nämlich gesagt, dreh mit dem Heribert, der ist total crazy, der kennt jede Schraube, alles, was hier drin ist und kann das auch erklären. Und ich glaube, das ist so wichtig. Wenn du einfach nur einen Kastenwagen von außen siehst, die sehen alle gleich aus, da sagst du, jo, der ist teurer. Der ist billiger, dann nehme ich ihn billiger. Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn jetzt die Kunden hier auf die Messe kommen, dann mache ich ja dann eins. Am besten ist, dass man kommt ganz früh morgens. Dann erkläre ich die Highlights hier von unseren Fahrzeugen. Und dann empfehle ich den Interessenten einmal über die Messe zu gehen und die anderen Fahrzeuge auf substanzielle Qualität zu prüfen. Und dann ist es tatsächlich so, dass die meisten dann wiederkommen. Hast du eigentlich einen Kurznamen? Harry oder so? Ja, also irgendwie nicht. Irgendwie nicht, Heribert. Guck mal, allein die Verdunklung, die verdient doch schon Standing Ovations. Die Original Dometic, ja, ist alles in alles. Die kostet ein Vermögen, die ist unter anderem als Privacy im Morelo drin. Also es ist wirklich so, also als Privacy-Verdunklung. Und die hat natürlich den Vorteil, dass du in 5 Sekunden das Ding ohne von links nach rechts zu krabbeln, irgendwas machen musst, das geht ruckzuck. Und Privacy bedeutet, du kannst rausgucken, anderen nicht mehr rein. Ja, aber was auch ganz schön ist, ist, dass man auch mal leicht bekleidet hier sitzen kann und trotzdem noch so ein bisschen Licht kommt. Schön, ja. Weil das kann man so machen, dass also auch wenn man jetzt steht zum Beispiel, unter der Gürtellinie nichts zu sehen ist. Heribert, Basisfahrzeug, das ist ja immer so eine Geschichte. Leute sagen immer, ich hätte gerne den 180 PS Automatik. Jetzt gibt es ja den Automatik auch mit 140 PS. Was verkaufst du da am meisten? Schalter, Automatik? Also es ist jetzt so, dass man sagen kann, grundsätzlich verkaufen wir, der größte Anteil ist der Schaltfahrzeuganteil. Warum? Ja, die sind eben auch ein bisschen günstiger. Ne? Also da muss man schon sagen. Was macht das ungefähr? Also zum aktuellen Zeitpunkt der Fiat, der ist vom Haus aus 2.000 € teurer und der Automatik 3.500, also 5.500 €. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Fahrzeuge von der Karosserie gleich sind, aber in der Entwicklungsstand bei dem Fiat ist eine Generation weiter. Das wird aber immer wieder verändert und angepasst. Ne? Ja, gibt es demnächst auch eine gute Nachricht. Irgendwann mal nächstes Jahr gibt es nicht mehr das ZF-Getriebe, sondern ein neues Getriebe. Und das soll es angeblich für alle geben. Das habe ich gehört. Ja, das stimmt. Sehr schön. Endlich einmal. 8 Gang dann, ne? 8 Gang. So, ja. Fliegengitter, lieber Heribert. Das ist ja auch ein großes Thema. Auch hier kann man alles kaufen, was das Herz begehrt. Nee, braucht man nicht kaufen. Kann man nicht kaufen. Ist immer dabei. Ist immer dabei bei Select. Da ist das Rundum-Glücklich-Paket dabei, genauso wie die elektrische Eingangstrittstufe hier. Hast du drauf? Hab ich drauf. Ja. Also kann man sich auch mal drauf setzen. Ne? Also wenn man sich jetzt hier mal so ein bisschen hinsetzen möchte, geht das auch. Und der Vorteil von der elektrischen Eingangstrittstufe ist also wenn du die Zündung anmachst, dann fährt die auch rein. Also es gibt ja Hersteller, die stoßen dann so ein Warnsignal aus. Achtung, die Trittstufe ist noch nicht drin. Aufstehen, Knopf drücken. Das braucht er bei Clever nicht. Da macht er die Zündung an, dann fährt die rein. Fliegengitter bitte einmal zeigen. Ganz kurz nur, das Fliegengitter einmal. Ich wollte jetzt machen. Du hattest mich ja auf das Fliegengitter angesprochen. Eigentlich schon. Das wollte ich dir jetzt mal zeigen. So.
Ist das nicht schön? Das ist total schön. Nein, also vor allem ist das ja so. Man muss ganz klar sagen, bei dem Fliegengitter ist so, wenn es abends ein bisschen frisch wird und man sagt, komm, wir setzen uns rein, dann schützt dieses Fliegengitter nicht nur vor Insekten, sondern auch vor der ersten äußeren Kälte. Und dann kann man, ich sage mal hier in dem Dinette-Bereich, da sitzt man ja wie in einem Wintergarten, da kann man das nochmal so richtig genießen, den Ausblick, und kann dann da noch ein paar Stunden sitzen. Ja? Heribert. Ich finde das richtig cool. Und es gibt ja Länder, wo das eben auch wirklich fast ohne gar nicht geht. Ne? Heribert, wir sind fast durch. Magst du mir noch mal gerade das Display da oben mal erklären für die Leute, denn da ist das neue Truma-Display mit drin und wie das funktioniert mit dem Frischwasser und so weiter, mit dem Strom an und aus, dass man es vielleicht einmal gesehen hat? Nee? Ja, also ich befürchte tatsächlich, dass wir das jetzt nicht zeigen können. Aber wir können das vielleicht mal bei einer anderen Gelegenheit machen. Nee, das Truma nicht, das rechts daneben meine ich. Ach, das hier? Ja, das da, ja. Ja, das ist ja angeschlossen schon. Ja, also, wir haben also hier, guck mal gerade, jetzt ist das Fahrzeug durch die Messebeleuchtung noch beleuchtet. Ja. Hier schalten wir im Prinzip die Basisbeleuchtung ein und wir können es jetzt, du kannst mal hier auf die, ich drücke jetzt noch mal drauf, hier hin, so, aus. Und jetzt das heißt, ich kann alle Lichtschalter anlassen und mache damit alle aus. Genau. Jetzt hast du da aber nicht richtig, ist egal. So, hier aktivieren wir die Freigabe für die Wasserpumpe. Okay. Und das hier, das ist die Außenbeleuchtung, die ist auch serienmäßig. Guck mal, bei dem kannst du das da filmen, über der Schiebetür. Ja. Und das ist gleichzeitig mit Regenrinnenfunktion. Ne? Das ist also auch richtig cool. Hier bei dem, da ist dann der Wasserstand zu erkennen. Hier haben wir die Temperatur und hier haben wir die Ladespannung und hier ist der allgemeine Aus-Einschalter. Heribert, komm mit. Wir haben noch ein bisschen was vor. Magst du noch einmal kurz hier unten mal zeigen, denn in dem Fußbereich habe ich nämlich immer kalte Füße. Bei euch ist es ein bisschen anders. Dieser Podest hier ist auch nochmal beheizt. Ja, also unter dem Podest, da läuft die Heizungsleitung. Das ist dieser runde braune Schlauch, den wir eben gesehen haben, als wir die Truma der läuft daher und hier ist der Lüftungsaustritt. Das heißt, wir haben auch im Podest so ein bisschen Strahlungswärme. Da hinten im Fußbereich, in der Ecke, da unten, ich zeige da mal hin, genau, da ist auch noch ein Luftaustritt. Dann haben wir im Badezimmer noch einen Lüftungsaustritt also und überall. Eben auch noch hinten unterm Bett. Ne? So. Da haben wir übrigens zwei. Gehen wir noch mal hin. Mhm. Und zwar ist es also so, dass hier auch noch ein Lüftungsaustritt ist, der dann die Luft in den Bereich bläst, weil das ist ja leider die einzige Schwachstelle, allgemein konstruktionsbedingt, wo die beiden Türen im Prinzip sich treffen. Da ist ja jetzt in dem Fall hier nur die Dichtung, die dazwischen ist. Man kann noch so ein Einsatzelement kaufen, haben wir auch da. Aber hier kommt dann die warme Luft, fängt sich dann in diesem Kanal, der hier entsteht, wenn die Tür zu ist. Und dadurch wird, das ist dann so ein Effekt wie im Kaufhaus. Vorsicht, dein Kopf. Was? Ja, passt doch. Ja, passt. Ein Effekt wie im Kaufhaus, dass dann, wenn man so rausgeht und dann so eine warme Wand da ist. So ein Schleier. Ja, genau. Schon. Hör mal, hast du noch Fragen, Sven? Nö, ich glaube, ich frage lieber nichts. Außen Gasanschluss. Ja, ach so, guck mal hier, wir haben so viel. Ne? Also erstmal ist hier die Befüllung des Wassers. Bei dem Fahrzeug, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, haben wir einen 100 Liter Frischwassertank. Hier haben wir dann 30 Millibar Gas. Nochmal, ihr habt die Magnete eingelassen, das heißt, die macht nicht den Flattermann den ganzen Tag. Nein, wenn die zu sind, sind die zu. Ja. Ne? Hier haben wir 30 Millibar Gas, ne? für einen Gasgrill. Und das hier, das ist eine 230 Volt, eine 12 Volt Steckdose. Und hier gehen 2 Antennenkabel ins Fahrzeug in den Oberschrank über der Sitzgruppe. Das heißt, man könnte ein Antennensignal sogar nach außen rausführen. Das ist also ganz interessant, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte draußen ein Fernsehen hinstellen und eventuell das Satellitensignal vom Dach nutzen. Dortmund. Ja, aber hör mal, muss man ganz fair sagen, das kostet ein paar Mark Aufpreis. So, ja, wir werden viel fragen. Das Ganze, wie es hier steht, 66.800 €, da kommt die Überführung noch dazu. Ja, die kommt noch dazu und dann hat man aber schon ein sehr schön ausgestattetes Fahrzeug. Der ist schon voll, oder? Ja, also mehr geht immer, ne? Aber mehr braucht man nicht. So. Also im Grunde genommen ist so, Sven. Im Grunde ist es so.
Die Serienausstattung von dem Fahrzeug ist so umfangreich, dass man im Grunde mit dem Serienfahrzeug schon ein Top-Produkt hat. So, jetzt ganz wichtig, Lieferbarkeit. Wie schnell kannst du liefern? Und wenn ich sage, ich will den explizit auf mich mit Extras und so ausgestattet haben, du kannst einige Sachen selber einbauen, also das ist kein Problem. Wir haben eine große Werkstatt, wir haben 9 Montageplätze, wir kümmern uns um alles. Es ist also so, wir kriegen jetzt aktuell Fahrzeuge zwischen 3 und 6 Monaten. Wenn dann die Bestandsfahrzeuge da sind, geht es natürlich auch schneller. Dann müsste man natürlich dann eine Ausstattung wählen, die dann vor Ort ist. Aber so, ich habe die alle so ausgestattet, wie das sinnvoll ist. Also wir haben eine gute Mischung. So, wenn ich den jetzt ein bisschen böse haben möchte, komm mal mit. Wir gucken den nochmal von der Seite. Und ich sage, ich will den jetzt hier foliert haben, zum Beispiel allein um den Lack zu schützen ein bisschen. Kannst du sowas machen? Ja, kann man dann individuelle Wünsche machen. Da können Sie mir einfach ein PDF als Entwurf geben und dann kriegt man das. Das heißt, ich gucke mir an im Internet, was mir gut gefällt und dann kann ein Folierer das umsetzen. Wenn da Rechte drauf sind, ja. Sehr schön. So, vielen, vielen Dank. Wir sind zusammen mit Heribert Büsken. Die Firma ist in Schwelm? Schwelm, genau. Das ist direkt angrenzend an Wuppertal. Und das ist zwischen Düsseldorf und Dortmund, also Nordrhein-Westfalen. So, du hast Kunden grundsätzlich nur aus NRW, akzeptierst auch keine... Moment, nee, also wir haben aus ganz Deutschland Kunden. Ja. Keine Holländer? Auch Holländer. Luxemburg? Ich glaube 2 oder 3, ja. Belgier? Einen. Also das heißt, du verkaufst an jeden, nicht nur an Leute hier aus Nordrhein-Westfalen? Ja, also wer zu uns kommt und wer sich verliebt, der kann kaufen. So, ganz wichtig, wenn ich den kaufe und viele, ich meine, machen ja das Video, die Leute kommen ja aus ganz Deutschland zu dir, weil du bist ja schon eine Marke und sehr bekannt im Bereich Clever. Was mache ich denn? Ist das sinnvoll, dass ich denn zu dir komme, auch mit dem Service, dass ich mir die Zeit ein bisschen nehme? Ich meine, Schwelm ist ja ein Kleinod, ich zeige das nur, das ist ein Bild, das haben wir hier aus dem Fenster in Schwelm geschossen, richtig? Nee, also ganz so ist es nicht, aber die Palme steht im Ausstellungsraum, ja. So. Heribert Büsken. Ja, also um aber deine Frage wegen dem Service zu beantworten, wir haben natürlich viel regionale Servicekunden, aber es besteht auch die Möglichkeit, überregional das zu machen. Man kann auf unsere allgemeine Website gehen, www.büsken.de, und da kann man dann einen Servicewunsch direkt eingeben in unserem Service- und Zubehörkonfigurator und dann auswählen, was möchte man montiert haben. Und das nicht nur für Clever, sondern auch für alle anderen Marken. Sagt Heribert Büsken. Heute ist der 1. März 2024. Ich danke dir recht herzlich. Der Clever Celebration 600. Ciao.